Ja, es ist ein entscheidender Tag in der Geschichte des FC Bayern München. Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende, hat sich dazu entschieden, seinen ursprünglich bis Ende des Jahres gültigen Vertrag vorzeitig zum 1.7.2021 niederzulegen. Herr Rummenigge, es war Ihnen jetzt ein Anliegen, noch mal ein paar Worte direkt an die Fans zu richten und die Beweggründe Ihrer Entscheidung mitzuteilen. Wie kam es zu dieser Entscheidung und was sind jetzt die nächsten Schritte? Ja, Herbert und ich hatten vor ein paar Wochen mal ein Gespräch und in diesem Gespräch sind wir eigentlich beide zu der Überzeugung gelangt, dass der jetzige Zeitpunkt zum 30.06. einfach der bessere ist als eben zum Jahresende. Man darf nicht vergessen, jetzt ist die Saison zu Ende gespielt, glücklicherweise mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Und ich denke, dass es dann auch ein guter Abschluss ist und dass es dann auch der richtige Moment ist, um ganz einfach den Staffelstab im wahrsten Sinne des Wortes an Oliver weiterzureichen. Oliver hat jetzt 1,5 Jahre mit mir gemeinsam im Vorstand zusammengearbeitet. Ich glaube, wir haben das mit großem gegenseitigem Respekt und auch großer Disziplin gut bewältigt. Wir haben ein gutes Verhältnis und es ist jetzt der Moment ganz einfach gekommen, dass man auch ihm das Vertrauen geben muss, dass er die Geschäfte als Vorstandsvorsitzender übernimmt. Und das ist, glaube ich, auch jetzt so richtig entschieden worden. Es kommt ein neuer Trainer mit einem neuen Trainergespann. Es wird ganz einfach dann auch eine etwas neue Zeitrechnung geben. Und deshalb bin ich der vollsten Überzeugung, dass es vom Momentum her einfach besser ist, jetzt Oliver ganz einfach, wie gesagt, diesen Staffelstab als Vorstandsvorsitzender zu übergeben. Es ist ja eine sehr wegweisende Entscheidung, Herr Heiner. Sie waren natürlich als Aufsichtsratsvorsitzender und als Präsident des FC Bayern maßgeblich im Entscheidungsprozess integriert. Was bedeutet diese Entscheidung für den FC Bayern? Na, zunächst mal muss ich sagen, dass ich ja mit Karl-Heinz in permanenten Austausch war über die unterschiedlichsten Themen und sich auch, wie er gerade gesagt hat, so dieses Thema dann entwickelt hat, dass wir darüber gesprochen haben. Insgesamt muss man sagen, geht natürlich eine Ära beim FC Bayern München zu Ende. Karl-Heinz hat ja in mehr als 30 Jahren für den FC Bayern gewirkt als Spieler, die letzten 20 Jahre als Vorstandsvorsitzender der AG und hat zusammen mit Uli Hoeneß ja einen der erfolgreichsten, wenn nicht den erfolgreichsten, wirtschaftlich und sportlich gesehen, Fußballclub in der Welt geformt. Und das ist natürlich eine unwahrscheinliche Leistung, die er hier gebracht hat. Und diese Ära geht zu Ende. Das bedauern wir natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, haben wir das natürlich auch strategisch langfristig geplant und deswegen ja Oliver Kahn vor 1,5 Jahren in den Vorstand geholt. Und wie auch Karl-Heinz gerade gesagt hat, war es eine sehr fruchtbare und gute Zusammenarbeit und genauso haben wir uns das vorgestellt, dass Oliver genügend Zeit hat, sich einzuarbeiten, dass wenn der Zeitpunkt dann gekommen ist, wir sofort die Übergabe machen können. Und das ist jetzt der Fall. Auf der einen Seite weinendes Auge, dass so ein Mann wie Karl-Heinz Rummenigge geht. Auf der anderen Seite ein lachendes Auge, eine neue Generation kommt. Und ich habe das ja selber in meiner eigenen Laufbahn erfahren. Das tut auch nicht weh. Insofern sind wir froh, dass wir den Übergang so geschafft haben. Herr Kahn, der Übergang wurde angesprochen. Jetzt übernehmen Sie frühzeitig ab dem 1.7. das Amt des Vorstandsvorsitzenden. Was sind aus Ihrer Sicht jetzt die wichtigsten Schritte? Ja, ich denke, es wurde ja schon sehr viel gesagt. Das Ganze folgte ja auch einem Plan. Ich bin im Januar 2020 gekommen und habe ja jetzt genug Zeit gehabt, auch den Verein kennenzulernen, alles rund um den Verein kennenzulernen. Ich glaube, hatte hier mit Karl-Heinz Rummenigge einen exzellenten Lehrmeister, der ja in seiner zweiten Karriere nach dem Fußball im Grunde alles erreicht hat, was man erreichen kann. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, diese Einblicke bekommen zu haben, auch von so einem erfahrenen Mann wie Herbert Heiner. Also es war, wie gesagt, alles geplant, dass es jetzt ein halbes Jahr früher stattfindet. Karl-Heinz hat gerade erklärt, wieso und warum. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal auch der Tag von Karl-Heinz Rummenigge. Und was jetzt die nächsten Schritte anbelangt, natürlich geht es beim FC Bayern immer um den sportlichen Erfolg, immer in Kombination natürlich auch mit wirtschaftlicher Stabilität. Aber ich denke, zu Beginn der nächsten Saison werden wir dann genügend Möglichkeit haben, bei einer PK dann über diese Themen zu sprechen. Herr Rummenigge, jetzt fragt man sich natürlich mit dieser Nachricht, wie geht es für Sie persönlich weiter? Was kommt jetzt? Ja gut, ich werde nicht in ein paar Tagen werde ich dann meinen letzten Arbeitstag haben und
Dann werde ich, denke ich, erstmal in einen ausgedehnten Sommerurlaub mit meiner Familie fahren. Ich darf mich in dem Zusammenhang auch sehr herzlich bei meiner Frau bedanken. Ja. Die hat jetzt mehr oder weniger 40 Jahre am Stück auf mich Rücksicht nehmen müssen, auf den Fußball Rücksicht nehmen müssen. Das hat sie immer gemacht. Sie hatte immer dem Fußball wirklich den Vortritt gelassen, sich um die Familie fantastisch gekümmert. Und ich glaube, das bin ich jetzt erstmal ihr schuldig und alles andere lasse ich erstmal in Ruhe auf mich zukommen. Also ich, wie gesagt, darf, glaube ich, mit Stolz und Zufriedenheit nach hinten schauen und mit etwas Neugierde nach vorne. Wie heißt so schön, das Leben wird weitergehen, wie auch immer. Ich hoffe, dass mir nicht langweilig wird. Das ist auch etwas, was ich dann jetzt herausfinden muss. Und das ist etwas, was es immer auch, sage ich mal, zu bewerten gibt am Ende des Tages. Herr Heiner, wir haben ja die Vergangenheit des FC Bayern München, die erfolgreiche Vergangenheit unter Karl-Heinz Rummenigge angesprochen. Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl Hopfner, jetzt Karl-Heinz Rummenigge, alles große Namen, die den FC Bayern über viele Jahre hinweg geprägt haben. Was bedeuten diese Namen im Zusammenhang mit der Geschichte dieses Vereins? Ja, ich glaube, das ist ja ein Synonym für den FC Bayern, dass es so herausragende Persönlichkeiten gab, wie Sie sie gerade genannt haben. Und das Schöne daran ist, und das ist ja mein Hoffnungsschimmer auch für den Karl-Heinz, dass ein Uli Hoeneß ja nach wie vor im Aufsichtsrat ist und uns mit Rat und Tat zur Seite steht, aber auch ein Karl Hopfner im FC Bayern Hilfe e.V., der Franz, mit dem ich sehr, sehr häufig telefoniere, uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Und dass diese Persönlichkeiten, und da zähle ich Karl-Heinz genauso dazu, dass die dem FC Bayern immer treu geblieben sind und eben für die Familie, für den FC Bayern da sind. Und das sehe ich bei dir nicht anders, Karl-Heinz. Du wirst ja vermutlich in München wohnen bleiben, also direkt um die Ecke. Und da dürfen wir dich sicherlich das eine oder andere Mal auch fragen, um von deinem reichen Erfahrungsschatz da zu profitieren. Und wie gesagt, ich glaube, das ist, was den FC Bayern München wirklich ausmacht, dass sowohl die Leute, die heute da sind, aber auch die Leute, die früher beim FC Bayern gespielt haben, für den FC Bayern gearbeitet und gedient haben, dass die so bei der Stange sind und so für den FC Bayern München da sind. Und letztendlich ist Oliver ja ähnlich. Unheimliche Karriere gemacht beim FC Bayern, Welttorhüter, ich glaube über 20 Jahre gespielt und heute ist er wieder zurück als Vorstandsvorsitzender. Und das, finde ich, macht den Club auch einzigartig. Ja, Herr Kahn, Sie haben es angesprochen, es wird dann zur neuen Saison eben auch eine Pressekonferenz geben. Jetzt wird sich in den nächsten Tagen aber sicher auch noch einiges verändern. Wie sieht das konkret in Ihrem Fall aus? Ja, ich glaube gar nicht, dass sich so viel verändern wird, weil, wie bereits angesprochen, ich ja sehr viel Zeit hatte, mich in alle Themen auch einzufinden. Wir sehr viel Kontakt hatten und immer wieder über die unterschiedlichen, auch vielen Herausforderungen, die der Fußball mit sich bringt, uns unterhalten haben. Natürlich alles jetzt ein halbes Jahr vorher, aber das bedeutet, dass halt das ein oder andere Thema, die ein oder anderen Dinge von meiner Seite aus jetzt eben schneller angegangen werden. Ansonsten wird sich da jetzt in den nächsten Tagen nicht viel ändern. Herr Rummenigge, zu guter Letzt wollen wir Ihnen aber natürlich gerne noch mal die Möglichkeit geben, auch diese Möglichkeit zu nutzen und noch mal ein paar direkte Worte an die Fans des FC Bayern München zu richten. Ja, ich meine, wir haben ja in den letzten 16 Monaten noch mal den Wert der Fans noch mal neu feststellen dürfen. 16 Monate hat der FC Bayern jetzt bis auf das letzte Spiel, wo 250 Fans mal erlaubt waren, ohne Fans die ganze Zeit spielen müssen. Umso größer ist zu bewerten, dass die Mannschaft trotzdem 7 Titel gewonnen hat. Ich glaube, es ist wichtig, ganz einfach, dass wir schnell wieder Fans zurück in die Stadien reinkriegen. Das ist das Schönste, was man erleben kann. Aber es war auch eine schöne Karriere, hier Bayern München zu dienen. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich bei Bayern München erlebt habe, war die Kontinuität. Ja, ich habe in 20 Jahren, ich glaube, ich habe Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl Hopfner und Herbert Hainer als Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzende erlebt. Also 4 Leute in 20 Jahren. Das gibt es ja in keinem anderen Verein auf dieser Welt. Und das ist etwas, was den Club auszeichnet, dass ganz einfach die Kontinuität da ist und dass auch die Treue da ist der Fans zu diesem Club. Und ich wünsche mir, dass das auch in der Zukunft weiter so der Fall ist. Kontinuität, Treue und dann auch hoffentlich der Erfolg, von dem ich überzeugt bin, dass er dem FC Bayern auch weiterhin treu sein wird.
Schöne Worte zum Schluss. Vielen Dank, Herr Heiner, vielen Dank, Herr Kahn und vor allem Herr Rummenigge. Ihnen alles Gute. Ich denke, man kann sich sicher sein, dass man Sie auch in Zukunft, Sie haben die Fans angesprochen, auch wieder im Stadion sieht und man dann die Atmosphäre gemeinsam genießen kann. Vielen Dank und alles Gute. Danke sehr.